Servus, schön, dass ihr reinschaut. Heute habe ich wieder das große Glück, euch ein neues Gewehr vorstellen zu dürfen. Und zwar handelt es sich hierbei um die Diana 460 Magnum, die ihr hier seht. Zuerst aber mal möchte ich zwei neuen Supportern oder einem neuen, einem alten Supporter ganz herzlich danken. Und zwar ist es der Nico M. und der Andreas K., die die Gelegenheit genutzt haben, mich zu unterstützen, dass es mit meinem Kanal weitergeht, dass es mit meinem Kanal auch vorangeht. Und bei den beiden bedanke ich mich ganz herzlich. Jetzt zum Gewehr, kommen wir erstmal zu den technischen Daten. Das Gewehr ist 115 cm lang, ihr seht, es passt gerade so ins Bild rein, hat ein Gewicht von 3700 Gramm und man muss gleich im Vornherein sagen, dass das Gewehr leicht kopflastig ist. Für mich persönlich wieder sehr gut, ist halt eine persönliche Geschmackssache. Wir haben hier ein Kaliber 4,5 mm mit 7,5 Joule. Ich habe keine WBK, deswegen die 7,5 Joule Variante. Das Gewehr ist aber bis zu 26 Joule erhältlich. Wir haben hier am Vorderschaft und am Pistolengriff jeweils eine verarbeitete Fischhaut, haben einen T06 Abzug, die aufgesetzte 11 mm Prismenschiene, haben hier ein Kimme und Korn Mikrometer Visierung. Ich muss gleich dazu sagen, mir persönlich gefällt zum Beispiel von der Diana AM03 oder auch von meiner 340er Ente gefällt mir das Korn besser, weil es einfach ein bisschen feiner ist, was vermutlich aber bei dem Gewehr nicht allzu tragisch sein wird. Entweder ist es euer Geschmack oder im Normalfall wird gerade dieses Gewehr natürlich für den Field-Target-Bereich oder für den doch etwas fortgeschrittenen Bereich eingesetzt und dann natürlich dann häufig mit Zielfernrohr. Der T06 Abzug ist natürlich wieder im Druckpunkt, im Vorweg und im Abzugsgewicht einstellbar. Den habe ich ja schon in einigen anderen Reviews vorgestellt. Und die automatische Sicherung ist, wie von sehr vielen Diana-Gewehren bekannt, hier einfach von beiden Seiten schön erreichbar mittels Daumen vor jedem Schuss zu entriegeln. Hier seht ihr die Laufmündung, obendrauf das montierte Korn. Den Unterhebel. Hier ist die einstellbare Kimme mit Mikrometervisierung. Die Ladeluke, die wir uns gleich von der anderen Seite nochmal genau anschauen. Die Fischhaut am Vorderschaft, Buchenholzschaft. Hier das aus meiner Sicht nicht unwichtige Made in Germany 2017. Den einstellbaren T06 Abzug, den Pistolengriff mit Fischhaut. Die Monte Carlo Schaftbacke, die ventilierte Schaftkappe, die Sicherung, die aufgesetzte 11 mm Prismenschiene und hier das schöne Logo Mod 460 T06 Magnum in der F-Variante. Und hier haben wir dann die große Ladeluke und den Sicherheitshebel nochmal hier, der vor dem Zurückführen des Spannhebels gedrückt sein muss. Der Vorteil der Ladeluke ist, sie ist auch bei einem längeren Zielfernrohr sehr schön erreichbar und das Diabolo ist auch sehr schön einzulegen. Das Gewehr hat vom Schussverhalten her, habe ich mir gedacht, irgendwoher kenne ich das ein bisschen. Das fühlt sich ähnlich an wie die K98. Das Review habt ihr vielleicht schon gesehen. Auch von der Länge, von der ganzen Haptik her ist das Gewehr recht ähnlich. Vom Prellschlag her, den ich jetzt ich sag mal mittel bis stark einstufen würde. Seltsamerweise habe ich trotzdem sehr gut getroffen. Das sehen wir aber dann später einfach in dem Schussreview. Zu dem kommen wir jetzt einfach mal. Also viel Spaß euch!
So, hier seht ihr mein Schussergebnis. Nebendran habe ich wieder mein Centstück gelegt. Hier oben haben wir einen bösen Ausreißer, hier unten haben wir einen. Schützenfehler sind leider manchmal mit dabei. Der Rest verschwindet fast unter einem Centstück. Ihr habt gesehen, dass ich doch nach relativ kurzer Einarbeitungszeit mit dem Gewehr ein recht ordentliches Schussergebnis zusammenbekommen habe. Ich habe geschossen mit den Mauser Diabolus Rundkopf. Ich hatte montiert ein Bullseye 6x24 x 44 Zielfernrohr und habe geschossen, aufgelegt auf dieser Caldwell Cutco. Kommen wir zum Fazit über die Diana 460 Magnum. Das Gewehr will auf jeden Fall geübt werden, der Prellschlag will beherrscht werden. So viel steht schon mal von vornherein fest. Aber ich habe auch selbst nach kürzester Zeit schon aus meiner Sicht gute Erfolge erzielen können. Das Gewehr wird vermutlich sowieso hauptsächlich mit einem Zielfernrohr geschossen. Dann bietet es sich an, natürlich eins mit einer höheren Vergrößerung zu nehmen. Und das Gewehr eignet sich dann super, zum Beispiel einfach mal zum Reinschnuppern fürs Field Target. Heute habt ihr ein sehr kompaktes Video gesehen. Ich habe versucht, die Daten und Fakten und mein persönliches Feeling auf den Punkt zu bringen. Oft schweife ich ein bisschen aus und erzähle minutenlang über irgendwas. Ich hoffe, ihr werdet mir verzeihen natürlich, aber ich hoffe, das ist mir heute ein bisschen besser gelungen. Sollten noch Fragen offen sein, kontaktiert mich über Facebook, über YouTube, schickt mir eine persönliche Nachricht. Lasst euch irgendwas einfallen, Möglichkeiten gibt es genug. Es wird auch auf jeden Fall rege verwendet. Sonst bleibt mir nur zu sagen, danke euch fürs Zuschauen, gebt mir ein Abo, gebt mir ein Like und dann bis zum nächsten Mal. Ciao, sagt der Gandhi.